Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute sind wir tatsächlich endlich mal soweit und zwar wir können sozusagen fast das Thema Threads abschließen. Eine Sache hatten wir noch nicht und zwar, wie kann ich jetzt hin und her signalisieren zwischen einzelnen Threads? Und da spricht man von Events, das heißt zum Beispiel der Hauptthread möchte jetzt dem Thread 1 signalisieren, er soll doch bitte kurz warten, weil irgendwie woanders die Ressourcen gerade dringender gebraucht werden oder der Thread 2, der soll irgendwas tun. Achtung, wenn ich jetzt ein Warten signalisiere, hier drin, dann heißt das aber, dass dieser Thread das Release nicht erreicht. Das heißt, dieses Log hier bleibt acquired. Das muss man sich immer vor Augen führen. Ganz wichtig. So, aber ich kann trotzdem hier unten jederzeit, zum Beispiel in meinem Hauptthread oder natürlich auch hier drin, wenn ich die richtigen Variablen habe, also ich muss natürlich immer eine Referenz auf diesen Thread haben, damit ich dem irgendwas signalisieren kann. Ja, und normalerweise sagt man dann einfach sowas wie t.wait. T.wait ist einfach so, dass man sagt, okay, du wartest jetzt mal kurz, also wir schmeißen ihn sozusagen in diesen Waiting State rein, von dem wir es am Anfang hatten, hier das ist dieser Wait Call, der kann nicht nur vom Betriebssystem kommen, sondern auch von einem Parent Thread. Also Parent bedeutet der Thread, der den neuen Thread gespawnt hat. Sprich, ich habe hier den neuen Thread erstellt und ihn laufen gelassen, also ist der Hauptthread hier der Parent Thread. Wenn ich jetzt hier drin sage, ich erstelle einen neuen Thread und lasse den laufen, dann ist dieser Thread hier der Parent Thread. Und der Parent, das Parent von dem Parent, das Parent von einem Parent ist auch wiederum ein Parent, also Großvater sozusagen. Das heißt, der Main Thread wäre jetzt in dem Beispiel gerade der Großvater Thread oder Mutter Thread gewesen. Aber okay. So, also das wäre eine Möglichkeit. Dann kann ich hier aber auch gleichzeitig Notify betätigen. Notify macht Folgendes, und zwar, es signalisiert dem Thread, der gerade wartet, also wenn er waiting ist, dann soll er wieder weiterlaufen. Das ist eigentlich relativ simpel, sprich, wir sagen, hey, es hat sich ein neues Item ergeben, du kannst jetzt laufen, oder ich habe jetzt was berechnet, lauf bitte weiter und nutze diese Berechnung aus Liste XY, und diese Liste XY muss natürlich hier schon vorher irgendwie definiert sein. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben ein neues Item, zum Beispiel kann man ja immer dynamisch aus einer Liste alle Items entfernen, und mit Notify sagen wir ihm, okay, hier ist wieder ein neues Item drin, kannst in deine Berechnung mit einbeziehen und so weiter und so fort. Ziemlich nützlich. So, das Notify funktioniert natürlich auch, wenn der Thread sich selbst schlafen gelegt hat. Das kennen wir, glaube ich, schon. Das heißt, wir sagen hier this.sleep. Das ist in etwa das selbst aufgerufene Wait. Das heißt, hier sagen wir einfach, okay, dieser Thread schläft jetzt entweder so lange, bis hier eine Zeit abgelaufen ist, oder wenn keine Zeit angegeben ist, dann schläft er wirklich so lange und er verbraucht auch keine Ressourcen, während er schläft. Er macht einfach gar nichts. Aber er kann sich halt auch selber nicht mehr aufwecken. Das bedeutet, er muss notified werden, damit er weiterläuft. Ja, und dann zu guter Letzt haben wir noch einen wichtigen. Ich habe jetzt nicht alle gezeigt, die man machen kann, aber das sind so die wichtigsten eigentlich, und ich habe auch ehrlich gesagt selten andere eigentlich benutzt. Aber was noch sehr, sehr wichtig ist, ist Join bzw. Join All. Es gibt auch ein Notify All, das bedeutet dann einfach auf alle gespawnten Prozesse notifieren. Das heißt, alle laufen weiter, die ich gerade gespawnt habe, und Join All macht einfach Join für alle, die ich gespawnt habe. T.Join sagt, okay, der Thread, der hier gerade läuft, also sprich der Parent Thread, also der Main Thread, der hier jetzt eigentlich den Hauptfaden einfach durchführt, der wartet, bis T fertig gelaufen ist, sprich bis das hier durchgelaufen ist. Und wir sehen hier schon wieder ein neues Problem. T.Join ist sozusagen ein Sleep, bis ein Kind wieder zurückkommt. Aber wenn das Kind auch sleept oder irgendwie einen Deadlock hat, aber generell einfach auch nur, wenn Sleep ist, dann ist dieser Thread, also der Kind-Thread, also T, waiting, und der Parent-Thread ist auch waiting. Das bedeutet, beide warten aufeinander, wobei wir wieder natürlich einen Deadlock produziert haben. Das heißt, man sollte entweder Sleep benutzen oder Join. Ich würde euch eigentlich in den meisten Fällen, wobei Sleep braucht man auch hin und wieder mal, also es kommt beides tatsächlich vor. Deswegen kann ich euch da keine Empfehlung geben. Schaut einfach, dass ihr nicht irgendwie so eine dämliche Situation wie hier habt, dass der eine anfängt zu schlafen und der andere muss auf ihn joinen. Das wäre sinnlos. Okay, aber Join bedeutet einfach, ich warte, bis mein Kind-Thread fertig gelaufen ist. Und das kann ich natürlich hier auch machen. T2.join.
funktioniert natürlich genauso. Das bedeutet dann, ich warte zuerst, bis der erste Thread fertig gelaufen ist und dann warte ich, bis der zweite Thread fertig gelaufen ist. Genau. Und ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was wir jetzt hier für Threads erstmal zumindest brauchen. Ich glaube, das war aber auch schon eine ganze Menge Information und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!